In der analogen Welt ist es relativ schwierig, große Objekte seiner Kundschaft zu präsentieren. Nehmen wir uns zum Beispiel ein Auto, wenn ich das in unterschiedlichen Farben, unterschiedliche Ausstattungsmerkmale präsentieren möchte, muss ich das in der analogen Welt genau als solches vorrätig haben. Zum einen ist das sehr kostenintensiv und zum anderen brauche ich auch viel Platz dafür. Und wenn ich beispielsweise sogar meine Kunden besuchen fahren möchte mit Objekten, die ich dort präsentieren möchte, dann muss ich die alle dabei haben. Das heißt, im schlechtesten Fall brauche ich einen Lieferwagen dafür. In der digitalen Welt habe ich ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel mit der Microsoft HoloLens. Stellen Sie sich vor, ich möchte Ihnen etwas verkaufen, fahre zu Ihnen nach Hause und bringe Ihnen eine HoloLens mit. Sie setzen eine auf, ich setze eine auf. Und wir können uns das Objekt der Begierde gleichzeitig in der digitalen Welt anschauen. Zum Beispiel ein Auto. Wir können uns das Auto in seiner Originalgröße anschauen. Ich platziere es mitten auf Ihren Hof und Sie sehen gleich, wie es ausschaut. Wir können uns das von draußen, von drinnen anschauen. Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Felgen. Und wir sehen beide das Gleiche. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, sehe ich, worauf Sie zeigen und kann mir das auch anschauen und Ihnen Empfehlungen aussprechen. Dieses Synken von digitalen Erlebnissen realisieren wir schon heute zusammen mit unseren Kunden. Aber wo geht denn die Reise hin? Genial wäre es doch, oder lassen Sie mich sagen, noch genialer wäre es doch, wenn wir folgende Situation haben. Wir haben hier einen Verkäufer und wir haben hier eine Person, dem der Verkäufer etwas verkaufen will, und zwar ein großes Objekt. Und der Verkäufer geht zusammen mit dem potenziellen Kunden gemeinsam in so eine digitale Welt, wie ich sie gerade beschrieben habe. Nun fragt der Kunde irgendetwas dem Verkäufer, was der Verkäufer aber nicht beantworten kann. Beantworten kann das aber der Designer, der gerade in der kalifornischen Sonne lebt und dort die kreative Ausgestaltung macht. Wie bekommen wir diese Person jetzt in diese Szene rein? Und genau daran arbeiten wir. Das heißt, die Person in der kalifornischen Sonne, die etwa hier sitzt, die hat auch eine entsprechende HoloLens auf und ist in einem Raum, wo ein entsprechendes Kamerasystem ist, was diese Person aufnimmt. Und dadurch ist es möglich, dass diese Person in genau diese Szene rein holoportiert wird. Und so sehen diese beiden, Verkäufer und Kunde, den Designer in Kalifornien in Form eines Hologramms, als wäre er tatsächlich dort. Und dieser Designer sieht das gleiche Szenario und kann jetzt mit diesen anderen beiden Personen verschiedene Varianten ausprobieren, besprechen, Fragen beantworten. Das ist richtig genial. Was braucht man denn dafür? Auf der einen Seite haben wir natürlich so ein wirklich schönes Device wie die HoloLens, was es erst ermöglicht, solche Hologramme zu produzieren. Aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt eine riesige Netzwerkinfrastruktur, wo die Daten übertragen werden können. Das heißt, die Daten müssen möglichst ohne Zeitverzug und in einer hohen Bandbreite übertragen werden. Und das ist genau die Kompetenz zum Beispiel einer Telekom. Eine Telekom stellt genau diese Infrastruktur bereit, dass diese Daten mit kleiner Latenz eben übertragen werden und so ein Szenario erst möglich machen. Und dann braucht man natürlich entsprechend die Lösung, die diese Interaktion zusammenführen. Und genau dieses gesamte Bundle, diese End-zu-End-Lösung, das kann ein Konzern wie die Telekom.